Die Sinologie in Trier beschäftigt sich mit allen Facetten des chinesischen Kulturraums, also sowohl mit der Volksrepublik als auch mit Taiwan und Hongkong. Das heißt von Geschichte über Philosophie bis hin zu Medien, Wirtschaft und Politik. Alles, was uns hilft, China besser zu verstehen. Wir beschäftigen uns vornehmlich mit dem Spracherwerb, also der Sprachkurs ist ganz zentral, aber wir beschäftigen uns darüber hinaus auch mit Philosophie, Geschichte, Politik, Kultur, allem, was eben zu China und dem chinesischen Kulturraum gehört. Ich vertrete den Schwerpunkt der vormodernen Sinologie, also die chinesische Kulturgeschichte, Philosophie, Literatur. Was wir auch ganz bewusst machen, ist, dass wir uns nicht nur mit China im engeren Sinne beschäftigen, also der Volksrepublik China, sondern mit dem gesamten chinesischen Kulturraum. Das heißt, wir schließen ausdrücklich auch Gebiete wie Taiwan und Hongkong ein und beschäftigen uns auch mit der sogenannten chinesischen Diaspora, die in der ganzen Welt verteilt ist. Ich beschäftige mich ja schwerpunktmäßig mit digitalen Medien. Das heißt, ich beschäftige mich mit Plattformen, die ähnlich wie Instagram oder YouTube in China natürlich auch existieren und funktionieren. Eine solche Plattform ist Zhihu, das ist so das chinesische Reddit oder Quora, wo Fragen gestellt werden und Antworten diskutiert werden. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil da kriegt man ein gutes Gefühl, was gerade die jungen, urbanen Chinesen und Chinesinnen im Internet so beschäftigt. Also der Prinz, der stammte aus Qin. Das Besondere an der Uni Trier, an den Dozierenden, ist, dass sie alle eine große Leidenschaft für ihr Fach mitbringen. Wer einen Fokus auf modernes China will, der ist in Trier nicht ganz falsch. Und das andere an Trier ist die Stadt Trier. Es ist wunderschön, man hat den Fluss in der Mitte, man hat eine schöne Altstadt. Es ist wirklich eine tolle Stadt. 你们好，我是简若萍，我在特里尔大学汉学系教中文。Im Sprachkurs haben Sie die Gelegenheit, chinesische Sprachsystem, Vereinfachzeichen und Langzeichen beides System zu lernen. Mein ursprünglicher Zugang zur Sinologie war ganz eindeutig der Erwerb der chinesischen Sprache. Insbesondere, weil die chinesische Sprache sehr vielgestaltig ist. Es gibt nicht nur das moderne Hochchinesische und die diversen Dialekte, sondern auch das sogenannte klassische Chinesische, eine hochspannende klassische Kultur, Weltsprache. Man braucht keine chinesischen Vorkenntnisse, bevor man hier zum Studium kommt. Ich selbst bin komplett ohne chinesische Vorkenntnisse hergekommen und es hat wunderbar funktioniert. Die Berufsperspektiven sind sehr vielseitig. China wird ja überall gebraucht. Wir haben Studierende in den Bereichen der Politik, im Auswärtigen Amt beispielsweise, bei Verlegen, im Journalismus, was auch ein zunehmend wichtiger Bereich ist, oder auch in Unternehmen und natürlich auch an der Universität. Aber man kann theoretisch auch ins Bankenwesen. In Luxemburg gibt es die Bank of China. Man kann ins Museum, wenn man sich eher fürs alte China interessiert. Man kann theoretisch Lehrer oder Lehrerin werden. In immer mehr Schulen wird Chinesisch als Fremdsprache angeboten. Also ich denke, überall, wo es einen China-Bezug gibt, ist es auch möglich, einen Job zu finden als Sinologin. Wir haben ja auch viele Partneruniversitäten in China und auch in Taiwan, sodass es eigentlich auch allen unseren Studierenden, die das möchten, möglich ist, für ein Jahr oder ein Semester ins Ausland zu gehen. Ich war auch gerade ein Semester in Taiwan, war sehr schön. China ist mehr als die kommunistische Partei. Es ist eine sehr spannende Kultur, eine faszinierende Gesellschaft. Und das beispielsweise auch mit Stimmen aus dem Internet, mit Literatur, die von jungen Chinesinnen und Chinesen geschrieben ist, den Studierenden näher zu bringen. Das macht sehr viel Freude und dann auch zu sehen, wie sie dieses Land für sich selbst quasi entdecken.